Hallo zusammen. Wir haben Ende Mai 2023 und wir wollen diese Fähre erwischen. Das hier ist der erste Teil von unserer Sardinenreise. Ich freue mich sehr, euch mitnehmen zu dürfen. Wir fahren am ersten Tag 872 Kilometer zu einem Stellplatz am Lago Maggiore. Am zweiten Tag geht es 150 Kilometer weiter zum Winzer Cascina Giovanola in der Nähe von Villa Vernia. Ja, und dann am dritten Tag ab zur Fähre nach Genua. Aber zunächst stellen wir uns kurz vor. Hallo, das sind Mia, Ulla und ich, Dieter. Wir reisen seit 2019 mit unserem Wohnmobil durch die Lande. Zusammen sind wir Kakadu 64. So, wir sind auf dem Weg nach Sardinien und haben schon rund 300 Kilometer gefahren und freuen uns schon auf die Fähre. Wir haben Ende Mai. 2023. Hier sind es nur noch 2 Kilometer bis zum Gotthardtunnel. Wir kommen gut voran und da ist der Gotthard auch schon. Schaut euch hier in der Schweiz die Sattenwiesen an. Traumhaft, oder? Feiertag, sehr schön. Sonst immer Stau hier. Heute mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Ja, und so war es dann auch. Kein Stau. Sehr selten, wie ich hörte. Knapp 17 Kilometer. Das ist schon was. Tunnel geschafft, kurze Pause. Und ich dachte, ich nutze die Zeit mal und zeige euch unseren alten Hümer. Da der Gotthard nochmal von der anderen Seite. Eigentlich war ich hier die Westen am Suchen, die man für jeden Insassen in Italien benötigt. So wie diese Tafel hier an jedem Wohnmobil in Italien angebracht sein sollte. Aber zu unserer Stauklappe. In diesen haben wir in der Vergangenheit schon einen großen Roller drin transportiert. Jetzt unsere beiden E-Bikes. Passen hier locker rein. Mit der Anhängerkupplung und unserem Kippanhänger könnten wir unseren Smart sogar mitnehmen. Habt ihr eine Ahnung, wieso unser Kanal Kakadu 64 heißt? Das Saisonkennzeichen haben wir bereits abgeschafft. Wieso, erzähle ich euch später mal. Und da kommt die Ulla mit der Mia schon. Tja. Ja, wir stehen immer noch hier. Genau. Wir sind jetzt nach dem Gotthardtunnel. Haben wir hier eine kleine Pipi-Pause für Mia gemacht. Wir haben uns auch mal die Füße vertreten, schöne frische Luft geschnappt. Und jetzt geht es gleich weiter bis zum Lago Maggiore. Genau, 170 Kilometer. Wir sind jetzt in Italien angekommen. Wir haben noch 51 Kilometer. Und jetzt weiter. Wow. Wir waren genervt. Das war zu stressig. Das würden wir auch nicht nochmal so machen, wenn wir nicht müssen. Endlich da. 850 Kilometer. War dann doch viel zu lange. Aber wir sind froh, dass wir da sind.
Kurz vorm Essen musste ich mir das Bike schnappen und habe den Lago Maggiore noch gesucht. Das war gar nicht so einfach, bin da wohl irgendwo falsch abgebogen. Das klappt nicht. Das Ganze knicken. Ich Depp. Alter. Ja, nach vielen Höhen und Tiefen habe ich ihn dann doch noch gefunden. Den Lago Maggiore. Ja, und weil ich viel zu lange gebraucht habe, konnte ich ja schon direkt wieder die Rückreise antreten. Ich habe nicht viel vom Lago Maggiore gesehen. Ich dachte, Ola ist bestimmt knatschig. Die wartet mit dem Essen. Ja, Platz 15 €. Oh, das sieht sehr lecker aus. Ich glaube, die war nicht knatschig, oder? Und dann der nächste Morgen. So sind wir heute Morgen wach geworden. Das sind die kleinen Schnatterviecher. Aber warte, vorher noch mal schnell dinieren. Schau irgendwie zufrieden, die Kleine. Da ist die Hummel. Hier ist Ulla übrigens im Bad. Wir hatten beide gut geschlafen und hatten wieder richtig gute Laune. Oh, kommt direkt. Ich glaube bestimmt Jetfutter. Die haben Junge. Die sind total süß. Ja, das Wachwerden mit den Hühnern war toll, aber ich zeige euch mal den Platz, oder? Hier ist das Waschhaus. Das ist sauber, aber da drin stankt's wie Hulle. Hier ist die Rezeption. Die Betreiber sind super nett. Ja, mehr kann ich nicht sagen. 15 € der Platz, ne? Ich finde für die Durchreise super. Ich zeige euch den gleich nochmal von oben. Ja, und hier beim Drohnenflug dachte ich, der ist mal gestern rechts abgebogen vom Platz, weil das war wesentlich kürzer bisschen. Der ist nämlich ganz in der Nähe. Wie man hier sieht. Hier der Platz von oben mit seinem grünen Fahrradweg. Ne? Falls ihr den Platz mal anfahren solltet, dann wisst ihr direkt, dass ihr richtig seid. Wetter war ein bisschen diesig, aber wir mussten an dem Tag ja sowieso dann wieder abreisen. Und weiter zu unserer Fähre. Beziehungsweise zum nächsten Zwischenziel. Das war ja nur so rund 180 Kilometer entfernt und somit hatten wir an dem Tag auch nicht so viel Stress und waren schon ziemlich nah an Genua dran. Ich glaube, das waren dann nur noch 60 Kilometer bis dahin. Ja, und hier ist es schon. Könnt ihr so über Parknight finden. Haben wir auch. Wir hatten ja eine wirklich ruhige Nacht. Bezahlt haben wir gar nichts. Die Leute bieten an, dass man da essen kann. Das haben wir in Anspruch genommen. Und wir standen komplett alleine auf dem Platz. Ich glaube, für Wasser mussten wir auch nichts bezahlen. Die Betreiber sind super freundlich.
Hier ist Ulla am Chillen. Und weil wir so viel Zeit hatten, konnte ich ausgiebig mit meiner Drohne fliegen. Hier die Flugaufnahmen. Train ride just to see you, ride for hours just to please you. You don't know how much I need you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. I did the same just for you. You don't know how much I love you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Den Pool, den ihr da seht, könnt ihr gegen einen Obolus zumindest komplett nutzen. Für Kinder super. Nach der schönen Entspannung am nächsten Tag direkt Stress. Genua. Der Hammer. Ich habe seit 42 Jahren einen Führerschein. Ich dachte immer, ich könnte Auto fahren. Nach Genua bin ich da eines Besseren belehrt worden. Die Stadt werden wir auf jeden Fall nicht mehr anfahren. Alternativen wären Livorno. Hinzu kam, dass wir, wie es sich für Standarddeutsche gehört, überpünktlich da waren. Das war ein weiterer Fehler. Wenn ihr mal Genua anfahren solltet, macht das bitte nicht. Die haben uns da zweimal rausgescheucht aus dem Gelände. Die Genuesen, die haben wohl keinen Platz, weil das so eine enge Stadt auf dem Felsen gebaut ist und kaskadenförmig sind die Straßen angelegt. Unten ist der Hafen. Alles viel zu eng. Die scheuchen euch wieder raus und dann müsst ihr durch so einen schmalen Gang fahren. Den werde ich euch gleich zeigen. Am Ende steht dann einer, der ruft dann Pronto Pronto. Und dann zeige ich euch gleich mit Pfeil, wo wir dann gestanden haben. Wir sind die ganze Stadt hoch und runter dreimal gebrettert. Und am Ende sind wir eigentlich hier gelandet, wo der Pfeil leuchtet. Ulla sagte, lass uns einfach dastehen. Ja, und das ging dann auch. Und dann haben sich weitere auch mit uns dahingestellt. Schließlich war es dann irgendwann mal soweit. Wir waren total gespannt, Ulla und ich. Da steht das Schiff. Hammer. Wir sind noch nie mit so einer großen Fähre gefahren. Wahnsinn. Dadurch, dass wir allgemein so früh waren, standen wir jetzt ziemlich weit vorne. Die Einweiser, die hatten bei der Hin- und Rückfahrt einen tollen Job.
Gebucht hatten wir ein Schiff und so stand es auch überall drauf, namens Allegra. Und hier auf dem Schiff stand Rhapsody. Ehrlich jetzt, uns war es völlig egal. Hauptsache endlich Fähre fahren. Das Ding, das hätte nach Nordkorea fahren können. Und dann ging's los. Wahnsinn. Die Einfahrt in den Bauch des Schiffes. Schön schräg über die Rampe. Ja, und Ulla hat den Gimbal nicht eingeschaltet, deswegen sorry für die verwackelten Bilder. Das wird in Zukunft nicht mehr vorkommen. Wir haben den Gimbal verkauft. Und für einen Ehemann, der schon länger als 40 Jahre verheiratet ist, habe ich natürlich komplett eingesehen, dass das eigentlich meine Schuld war, dass der Gimbal nicht eingeschaltet war. Ja, und Ulla sagt ja auch sowieso, das ist ja auch alles gar nicht so schlimm. Hauptsache man sieht was. Hier in dem Falle die Fußablage von Ulla. Wir hatten eine Auskabine komplett für uns alleine. Die Kabine ist extra für Hund. Und zwar haben die dann wohl den Linoleumboden. Das Schiff hieß Rhapsody und die Reederei hieß GNV. Und warum wir diese Reederei auch nicht mehr für uns nutzen würden, das verrate ich euch in den nächsten Folgen. Die Sauberkeit in der Kabine war okay. Hier eines der letzten Blicke auf Genua. Wir beide freuten uns, dass es jetzt endlich losgeht. Das heißt, wir beide, die mir natürlich auch. Und dann ging es los. Hier gegenüber ist übrigens das Schiff zu sehen, wo wir ursprünglich mitfahren sollen. Hier lasse ich euch mal eben hören, warum ich die halbe Nacht, die jetzt kommt, kein Auge zugemacht habe. Die Uli, die hat geschlafen wie ein Murmeltier. Herrlich, oder? Adria, soweit das Auge reicht. If I had to beg, or if I had to plead, if I got to fail, or if I had to bleed. Richtig cool. Ich hoffe, die Kamera kann halt einfangen. Wie bereits erwähnt, ich konnte die halbe Nacht nicht schlafen. Ja, und somit hier ein paar schöne Aufnahmen, mitten in der Nacht, kein Mensch auf Deck, fantastisch, sehr schön. Der Schornstein. Uns hatte man versichert, die fahren CO2-frei mit AdBlue. Und am nächsten Tag, dann ging es ab auf die Insel. Die Ulla ist so nervös, die kratzt sich hier schon. Ich war natürlich total cool.
Einweiser, der wollte dann, dass ich gerade von der Rampe fahre. Habe ich dann natürlich gemacht, so wie ihr seht. Bleibt bitte dabei und genießt ab hier mit uns unseren wunderschönen Urlaub. Die nächsten Folgen, mit denen dieser zu sehen ist, werde ich zügig fertigstellen. Über ein Abo würden wir uns riesig freuen. Übrigens, diese Aufnahmen entstanden vor unseren Frankreich-Aufnahmen, dessen Video hier bei YouTube bereits recht erfolgreich ist. Habt lieben Dank fürs Anschauen und bis demnächst in diesem Kino. Ciao!